Ich kann mir vorstellen, dass immer noch im Keller oder auf dem Dachboden Homecomputer aus den 80er Jahren liegen, die man aber nicht mehr benutzen kann oder auch benutzen will, weil man dazu ein altes Fernsehgerät braucht. So sicher auch der gut bekannte Sinclair Spectrum mit seiner Gummitastatur. Dieser Retro-Computer war mit einem RF-Ausgang versehen, der über den UHF-Kanal 36 ein Bild ausgab. Mehr schlecht als recht. Nun ist es aber recht einfach, das Gerätchen mit einem Komposit-Video-Ausgang zu versehen, ohne allzu tief in die Hardware einzugreifen. Und wie ich das mache, das zeige ich nach dem Titel. Das ist nun die einfachste, wenn auch nicht die beste Möglichkeit. Und als erstes wurde der Modulatordeckel abgehoben. Der Widerstand am RF-Anschluss wird abgelötet und weggedreht. Der Draht zum Videosignal wird ausgelötet und in das Modulatorinnere eingebogen. Auch die 5 Volt Spannungsversorgung wird ausgelötet und in den Modulator eingehängt. Dadurch kann man später immer wieder die ursprüngliche Modulatorfunktion herstellen. Es wird nun eine Verbindung eingelötet zwischen dem Anschluss für das Videosignal und dem RF-Anschluss. Und das war alles für die erste Modifikation. Nun teste ich den Ausgang und ich erhalte ein brauchbares Bild auf meinen Monitor. Aber dabei habe ich festgestellt, dass die Spektrumplatine wohl noch einen oder einige Fehler hat. Und die Reparatur, die wird aber wohl zu einem eigenen Video führen. Ich benutze zu diesem Mod wieder das gleiche Board, obwohl es Fehler hat, und löte die Videoverbindung wieder aus. Nun benutze ich einen 100 Mikrofarad Elco. Dieser wird so zurechtgebogen, dass er problemlos zwischen den Videoausgang und dem RF-Anschluss passt. Der Minuspol an der Seite mit dem weißen Streifen außen wird an den RF-Ausgang gelötet und die Plusseite, die wird dann am Videoausgang festgelötet. Und das war es auch schon mit unserem zweiten Videomod. Mehr ist nicht zu machen. Auch hier teste ich den Ausgang und auf Anhieb bekomme ich auch ein passables Bild. Zum dritten Mal benutze ich das gleiche Board und löte den Elco wieder aus. Nun habe ich Platz, auch die Transistormodifikation einzubauen. Dazu nehme ich aus meiner Bastelkiste einen BC 549. Dieser Transistor ist ein NPN-Bipolar-Transistor mit geringem Rauschen. Die 3 Füßchen müssen ja auch ihren Platz finden. So biege ich mir den Transistor dann zurecht. Dazu drehe ich den Transistor mit der flachen Seite zum Modulator hin. Die Basis wird an den Pin für das Videosignal gelötet. Der Kollektorpin geht zum 5 Volt Lötpin und der Emitter-Draht wird nach oben gebogen. Mit einem Drahtstück verbinde ich nun den Emitter des BC 549 mit dem noch vorhandenen RF-Anschluss.
Und das ist nun alles, was ich hier machen muss. Durch diese Bauweise, bei der kein Bauteil zerstört wird, kann man auch jederzeit den Modulator wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurücksetzen. Also, der Transistor ist eingebaut und es kann auch hier das Bild getestet werden. Auch die dritte Modifikation bringt ein sauberes Bild, soweit ich das bei der fehlerhaften Platine beurteilen kann. Ein endgültiges Urteil kann ich aber nur abgeben, wenn der Specki repariert ist. Ich habe aber trotzdem einmal die 3 Bildschirmausgaben nebeneinander gestellt. Zwischen der direkten Videoverbindung und dem Elgamal-Mod sehe ich keine großen Unterschiede. Aber die Ausgabe über die Transistormodifikation, die ist etwas dunkler im Bild. Nun will ich aber keine weiteren Aussagen machen und warte die Reparatur ab. Dann werde ich wohl in einem Shot das beste Ergebnis zeigen. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und lade Sie ein zu meinem nächsten Video. Tschüss und Salü aus dem Saarland.